Es ist unannehmbar zu verallgemeinern, dass die Frau laut des islamischen Erbrechts halb so viel wie der Mann erhält. Wenn man es kurz nachdenkt, findet man, dass die Frau hinsichtlich dieser Erbschaft 4 Fälle hat. Der erste Fall, dass die Frau halb so viel wie der Mann erhält. Der zweite Fall, dass die Frau genauso viel wie der Mann erhält. Der dritte Fall, dass die Frau mehr als der Mann erhält. Der vierte Fall, dass die Frau erbt, der Mann aber nicht. Der erste Fall, dass die Frau halb so viel wie der Mann erhält. Dies ergibt sich durch die folgenden Situationen. 1. Wenn die Frau ihren verstorbenen Vater erbt, während sie einen Bruder hat. 2. Wenn die Frau ihren verstorbenen Großvater erbt, während sie einen Bruder hat. 3. Wenn die Frau ihren verstorbenen Bruder erbt, während sie einen Bruder hat. 4. Wenn die Frau ihren verstorbenen Bruder väterlicherseits erbt, während sie einen Bruder hat. Der zweite Fall, dass die Frau genauso viel wie der Mann erhält. Dies ergibt sich durch die folgenden Situationen. 1. Wenn ein Mann stirbt und eine Tochter und einen Vater hinterlässt, da erhält die Tochter die Hälfte der Erbschaft, während der Vater das Sechstel der Erbschaft erhält plus das Restliche. Im solchen Fall beträgt das Restliche 2/6, was die andere Hälfte der Erbschaft bedeutet. Also, in diesem Fall erhält die Tochter des Verstorbenen genauso viel wie der Großvater. 2. Wenn ein Mann stirbt und eine Tochter und einen Enkelsohn, Sohn seines Sohnes, hinterlässt, da erhält die Tochter die Hälfte der Erbschaft. Der Enkelsohn heißt hier ein zusätzlicher Erbberechtigter, Oswa. So erhält er das Restliche der Erbschaft, was auch die Hälfte bedeutet. So erhält die Tochter des Verstorbenen hier genauso viel wie der Enkelsohn des Verstorbenen. 3. Wenn ein Mann stirbt und eine Tochter und einen einzigen Bruder hinterlässt, da erhält die Tochter die Hälfte der Erbschaft. Der Bruder heißt hier ein zusätzlicher Erbberechtigter, Oswa. So erhält er das Restliche der Erbschaft, was auch die Hälfte bedeutet. So erhält die Tochter des Verstorbenen hier genauso viel wie ihr Onkel. Der dritte Fall, dass die Frau mehr als der Mann erhält. Dies ergibt sich durch die folgenden Situationen. 1. Wenn ein Mann stirbt und eine Tochter, eine Mutter und einen Vater hinterlässt. Die Situation hier ist genau wie die Situation 1 im Fall Nummer 2. Als Addition hier ist eine Mutter da, die das Sechstel der Erbschaft erhält. Dieses Sechstel wird allerdings nichts vom Erbteil der Tochter verringern, sondern vom Erbteil des Vaters. So erhält die Tochter des Verstorbenen die Hälfte der Erbschaft. Die Mutter erhält das Sechstel der Erbschaft. Der Vater erhält das Sechstel plus das Restliche, welches auch das Sechstel sein wird. Das heißt, der Vater erhält insgesamt das Drittel der Erbschaft. In diesem Fall erhält die Tochter des Verstorbenen schon mehr als ihr Großvater. 2. Wenn ein Mann stirbt und eine einzige Tochter hinterlässt, erhält diese Tochter die Hälfte der Erbschaft, auch wenn der Verstorbene 10 Brüder hätte. Die 10 Brüder würden dann als zusätzliche Erbberechtigte Oswa gelten und würden nur das Restliche erhalten. Das heißt, dass die 10 Brüder Teilhaber an der anderen Hälfte der Erbschaft sein sollten. So erhält die Tochter des Verstorbenen alleine 50% der Erbschaft, während die Brüder je 1/20 der Erbschaft erhalten würden. Nehmen wir mal an, dass der Verstorbene 100 Euro hinterlässt. So erhält die Tochter 50 Euro und die Brüder erhalten je nur 2,5 Euro. 3. Wenn ein Mann stirbt und 2 Töchter und 3 Brüder hinterlässt. Das Erbteil der beiden Töchter beträgt insgesamt 2/3 der Erbschaft. Die 3 Brüder des Verstorbenen gelten hier als zusätzliche Erbberechtigte, Oswa, und erhalten nur das Restliche. Das heißt, dass die 3 Brüder Teilhaber an dem Restlichen, nämlich an dem Drittel sein sollen. So erhalten die Töchter des Verstorbenen 2/3 der Erbschaft, während die Onkel je 1/9 der Erbschaft erhalten werden. Nehmen wir mal an, dass der Verstorbene 90 Euro hinterlässt. So erhält jede Tochter 30 Euro und die Onkel erhalten je nur 10 Euro. Der vierte Fall, dass die Frau erbt, der Mann aber nicht. Dies ergibt sich durch bestimmte Situationen. Davon ist, wenn ein Mann stirbt und eine Tochter, eine volle Schwester und einen Halbbruder väterlicherseits hinterlässt. Die Tochter erhält die Hälfte der Erbschaft. Die Schwester des Verstorbenen gilt hier als eine zusätzliche Erbberechtigte und erhält daher das Restliche. Die Tochter und die Schwester bzw. die Tante verhindern dann den Bruder väterlicherseits bzw. den Onkel etwas von der Erbschaft zu erben.
Wäre die Schwester nicht da gewesen, hätte der Bruder väterlicherseits als Osba das Restliche der Erbschaft erhalten. Doch in diesem Fall hier bedeutet es, dass die Tochter zusammen mit ihrer Tante einen Onkel vom Erbe ausgeschlossen haben. Oh je. Anmerkungen. Die Erbberechtigten der Bepflichteanteile Ashabul Furud sind diejenigen grundsätzlichen Erbberechtigten, die laut des Korans bestimmte Anteile erhalten. Die zusätzlichen Erbberechtigten, Osba, sind dagegen diejenigen, die das Restliche der Erbschaft erhalten. Es ist hier zu bemerken, dass die meisten Erbberechtigten der Bepflichteanteile Ashabul Furud Frauen sind, während die meisten zusätzlichen Erbberechtigten Osba Männer sind. Das bedeutet, Frauen können demzufolge in vielen Fällen Priorität haben, weil sie grundsätzliche Erbberechtigte sind, während Männer erst danach kommen, weil sie zusätzliche Erbberechtigte sind. Der Anteil der Frau dürfte dann nicht von der Quote verringert werden, die schon im Koran bestimmt ist. Der Mann kann dagegen immer noch weniger erhalten, falls es noch weitere zusätzliche Erbberechtigte auftauchen. Das heißt, wenn die Erbberechtigten der Bepflichteanteile Ashabul Furud das ganze Vermögen aufgegessen haben, können die zusätzlichen Erbberechtigte nur mit 0 zurückkommen. Letztes Wort. Das Geschlecht spielt hier allerdings keine Rolle. Es ist im Erbrecht kein Kriterium. Die Kriterien der Erbberechtigung im Islam sind eben 3. 1. Verwandtschaftsgrad zwischen Erblassern und Erben, egal ob diese Männer oder Frauen sind. 2. Altersunterschied zwischen den Generationen. Junge Generationen erben normalerweise doch mehr, egal ob diese Männer oder Frauen sind. 3. Die finanzielle Last auf den Mann im Islam. Denn gemäß des islamischen Systems trägt der Mann bestimmte Verantwortung gegenüber der Frau, meist finanzielle Verantwortung. Ich hoffe, ich konnte mit diesem kurzen Video ein Bild über die Philosophie der Erbschaft im Islam geben. Möge Allah uns allen zu seinem geraden Weg recht leiten. Amin.